Bei den Energiefressern in der Realität ist es so, dass die uns immer begegnen. Die sind immer da und oft sind wir auch unterbewusst mit ihnen in Verbindung sozusagen und merken es erst gar nicht, bevor wir dann im Bewusstsein haben, okay, das ist ja eigentlich für mich ein Energiefresser, da will ich meine Energie zukünftig gar nicht mehr reingeben. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Nein, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, so schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich loslegen, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Damit nicht nur du selbst keine Folge mehr verpasst von Loslassen und gemeinsam wachsen, sondern auch die vielen, vielen kostenfreien, hilfreichen Impulse mehr Mamas erhalten können, die sie vielleicht heute ganz dringend brauchen, bitte ich dich, dass du jetzt direkt auf Folgen drückst. Ich danke dir so sehr dafür. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Podcast zu einer neuen Episode, nämlich zum Thema Energiefresser. In meiner Community verbunden sein, in der sich so unglaublich starke, bewusste, achtsame Frauen verbinden und ihren Weg gehen für mehr Klarheit und letztendlich sich selbst zu entdecken. Das ist ja auch die Funktion, die ich so für mich sehe. Ich möchte aus meinen Frauen, die ich begleiten darf, das herauskitzeln, was schon in ihnen drin ist, sich auf die eigene Entdeckungsreise einzulassen und zuzulassen, mal zu schauen, was alles in einem steckt. Und in dieser wunderbaren Community, da hatten wir im Februar einen Workshop zum Thema Vision und Ziele. Und ein großer Punkt war eben auch, und da werde ich dich heute im Podcast ein bisschen mitnehmen, das Thema Energie. Wo geht meine Energie rein oder was zieht mir Energie? Ich habe da meine Frauen aus der Community gefragt und sie haben mir da eine wunderbare Antwort gegeben auf die Frage, was ihnen Energie zieht, kam unter anderem Mental Load, Termindruck, Einkaufen und das Eingekaufte wieder wegräumen. Frühes Aufstehen gegen den Biorhythmus, das Thema Steuer, Gespräche mit Verwandten, Wut begleiten und vor allem, wenn es viel ist und geballt kommt. Was ihnen auch Energie zieht, ist keine Auszeit zu haben für sich selbst, sich zu wiederholen in vielen alltäglichen Gesprächen, Diskussionen und tatsächlich auch manchmal, hier Zitat ziehen, mehr die Routinen schon Energie, nämlich der ganz normale Alltag von Kinderwecken, Anziehen und Brotdosen machen. Die Energiefresser, es gibt so viele Energiefresser und ich finde es so wertvoll, mit dir heute mal auf die verschiedensten Teilbereiche zu schauen, die dir Energie ziehen und auch Klarheit zu bringen, warum das eigentlich der Fall ist mit der Energie und warum dir das eigentlich Energie zieht. Lass uns an dieser Stelle einmal starten, nämlich mit ein bisschen Theorie oder theoretischem Wissen, was so oft so hilfreich ist, um in der Tiefe Dinge zu verstehen. Und es startet hier tatsächlich komplett mit dem ersten und wichtigsten Punkt, nämlich mit dem Thema Verantwortung. Jeder von uns ist in einer sowas von 100%igen Verantwortung für sich selbst, für das Leben, das du lebst, für die Gedanken, die du denkst, dafür, was du fühlst, wie du handelst. All das liegt zu 100% in deiner Verantwortung. Auch natürlich, wie wir unser Leben gestalten, liegt total und zu 100% in unserer Verantwortung. Und dabei stellen wir eben ganz oft fest, das Leben, das wir gerade haben oder das Leben, das ich gerade so lebe, das ist irgendwie nicht meins, das macht mir nicht so Freude oder es gibt Aspekte in meinem Leben, die ziehen mir Energie. Das möchte ich eigentlich anders haben. So ein
dynamisches Leben zu leben. Das heißt, ein Leben, in dem du voller Energie bist und dein Tun dir auch wieder Energie gibt. Ein Leben mit tiefen Beziehungen, in der du dich entwickelst, wo du sinnorientiert handeln kannst und bewusst handeln kannst. Das ist der Weg, auf dem ich dich in Verbundensein und natürlich auch in meinen Einzelcoachings begleiten möchte. Also ein Leben zu leben, das ganz deins ist, wo du sagen kannst, ja, so will ich es eigentlich haben. Um ein dynamisches Leben zu leben, dürfen wir uns dieses Thema eben Energie anschauen. Und zwar einmal die Qualität der Energie und den Zweck und die Bedeutung der Energie. Die Energie, die wir nämlich haben, ist nicht einfach irgendetwas, sondern die Energie, die entsteht aus Gedanken, aus denen Emotionen werden. Also aus der einen Form wird es eine Emotion und dann entsteht eine Handlung. Das heißt, tatsächlich wird aus dem Gedanken, aus dem Immateriellen ein materielles Etwas, eine Reaktionsweise. Und die Qualität der Energie bedeutet eben, mit welcher Qualität ich Dinge tue. Nehmen wir zum Beispiel deinen Job. Vielleicht ist dieser Job, den du gerade machst, für dich einfach nur Routine oder eine Last. Du machst es eigentlich nicht gerne. Das heißt, du gehst da auch eben mit vielleicht negativen Emotionen und Gedanken in deinen Job rein. Deine Energie ist dementsprechend schon niedrig und die Qualität der Energie dementsprechend eben nicht so, wie du es bräuchtest. Wenn dein Job dir aber Spaß macht, wenn er dich erfüllt, wenn er dir Kreativität schenkt oder du da kreativ sein kannst, wo du aufblühen kannst, dann fällt plötzlich alles leicht. Dann kriegst du aus deinem Job Energie. Du kannst richtig voller Freude reingehen und gehst am Ende des Tages voller Freude wieder raus. Das ist genau der Punkt, den sich so viele wünschen, dass sie sagen, ich bin eigentlich ausgelaugt aus meinem Job. Wenn ich da rauskomme, dann bin ich so fertig. Ich habe so viele Klientinnen, die ich auch bei dem Wechsel vom Job begleite, weil diese Erkenntnis, hey, das macht mich nicht glücklich. Ich gehe da rein und bin eher ausgesaugt von, in Klammern, möglicherweise den Energiefressern, die dort auch sind, dass ich unbedingt eine Veränderung brauche. Gleichzeitig gibt es den Zweck der Energie, die Bedeutung der Energie. Das heißt, wofür setzt du deine Energie ein? Also, ist hinter dem, was du tust, ein Purpose, im englischen Purpose, so ein richtiger Grund, eine Sinnerfüllung, die dich glücklich macht. Und dieses Verständnis zwischen Qualität der Energie und Zweck der Energie, also wofür setze ich sie ein und wie ist die Qualität von dem, wie ich sie einsetze, ist maßgeblich entscheidend dafür, wie es dir letztendlich auch geht, wie es dir mental geht und dementsprechend auch physisch geht. Das für dich jetzt einfach mal so am Rand, um ein bisschen einzusteigen in das Thema Energie, in Verbundensein. Im Workshop, den wir dazu hatten, bin ich noch ein bisschen tiefer reingegangen. Wenn du da Interesse hast, das zu sehen, dann komm einfach zu Verbundensein dazu. Wir haben also den Wunsch, wir alle, dass wir so ein schöpferisches Leben führen. Ein Leben, in dem wir uns voll entfalten können. Ein dynamisches Leben führen mit Beziehungen, die tief gehen, tiefe Beziehungen haben, wo unsere Energie in etwas Sinnstiftendes sozusagen reingeht und wir auch mit Energie wieder rauskommen. Die Realität ist jedoch, dass wir genau das oft nicht haben, dass wir in einem Leben leben, das sich gar nicht so nach unserem anfühlt. Das war unter anderem auch für mich der Grund, Verbundensein zu kreieren. Ich wollte unbedingt diesen Ort, wo sich Frauen verbinden können, die die gleichen Ziele haben und ihnen helfen, ihr Leben wieder zu leben, sich zu entdecken, wieder zu spüren und sich mit sich zu verbinden, dahingehend, dass sie merken, was sie wollen für ihr Leben, welche Träume und Visionen sie haben, um ihnen dann zu helfen, diesen Weg zu gehen, das in Erfüllung zu bringen. Bei den Energiefressern, vielleicht magst du hier dir tatsächlich sogar Notizen machen und überlegen, wo auch du diese Energiefresser letztendlich kennst. Bei den Energiefressern in der Realität ist es so, dass die uns immer begegnen. Die sind immer da und oft sind wir auch unterbewusst mit ihnen in Verbindung sozusagen und merken es erst gar nicht, bevor wir dann im Bewusstsein haben, okay, das ist ja eigentlich für mich ein Energiefresser, da will ich meine Energie zukünftig gar nicht mehr reingeben. Nummer 1, Punkt, Energiefresser sind all die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Ich habe das im Privatleben gerade ganz aktuell und massiv, dass in meinem engen Raum sozusagen, an den Menschen, mit denen ich
privat zu tun habe, ganz, ganz, ganz viel zu beobachten ist, wie sie Energie verlieren von diesen Dingen, die sie nicht kontrollieren können. Das heißt, das Thema Nachrichten, das Thema Politik, das Thema Wetter oder die anderen, also die irgendwie etwas tun, was nicht mit meinen eigenen Werten einhergeht, die irgendwas gesagt haben, worüber ich jetzt Energie verliere und mir Gedanken dazu mache. Mein Favorite ist ja schon seit Monaten das Thema Politik, was nicht heißt, dass ich desinteressiert wäre an dem Thema, aber ich beobachte, dass so viele unfassbar viel Energie darin verlieren, im sich aufregen und Nachrichten lesen und Stimmung schlechter werden lassen. Das ist echt, ja, dass es mir richtig leid tut. Ich habe dann Mitleid und auch Mitgefühl, weil ich natürlich die Menschen sehe, wie sie gerne die Dinge anders hätten und sehen möchten. Hier wieder zurückzukommen, auf den Punkt zu sagen, hey, ich bin in der Verantwortung für mein Leben. Und zwar darüber, was ich denke über andere, über mich selbst, darüber, was ich denke über Thema Politik, Thema Social Media, Thema Nachrichten und wie ich daraufhin eben handle, wie ich darauf reagiere. Wenn wir uns ständig mit Problemen beschäftigen, die außerhalb meines Einflusses sind, zumindest im Großen, wo ich im Großen vielleicht einfach nicht viel erreichen kann oder beim Thema Wetter zum Beispiel gar nichts beeinflussen kann, darf ich mich immer wieder zurückerinnern, dass ich nur das kontrollieren kann, was ich auch wirklich aktiv beeinflussen kann. Ansonsten fühle ich mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, ich bin dann frustriert, meine Gedanken kreisen dann die ganze Zeit um diese Themen und es ist zu beobachten an der Körperhaltung, an der Art, wie die Menschen sprechen, dass sie einfach, ja, energetisch niedriger schwingen. So formuliere ich es jetzt einfach mal. Man sieht das den Menschen an, dass ihnen letztendlich die Energie gezogen wird von all den Gedanken zu den Themen, die sie gar nicht kontrollieren können. Wenn du das kennst, dann komm immer wieder zurück zu dir. Bleib bei dir, verbinde dich mit dir und frag, was will ich eigentlich? Warum rege ich mich darüber vielleicht so auf? Wir kommen auch gleich zu einem ähnlichen Energiefresser. Wo kann ich die Sorgen und Ängste, die sich in mir ja kreieren, das Gefühl von Hilflosigkeit, die Handlung, dass ich vielleicht gereizt bin, wenn jemand irgendwie etwas sagt, wenn ich dann die nächste Nachricht lese, den nächsten Kommentar lese, den Menschen höre wieder, wie er irgendetwas sagt. Wie kann ich eigentlich darauf reagieren, so dass es für mich gut ist, dass ich mich nicht aufregen muss, dass ich wieder zurückkomme zu den Dingen, die ich in meiner Macht habe. Denn in deiner Macht hast du die Art und Weise, wie du auf die Dinge im Außen reagierst. Der Fokus muss also weggehen vom Außen zurück zu dem, was du wirklich beeinflussen kannst. Alles, was außerhalb deiner Kontrolle liegt, musst du akzeptieren. Es ist, wie es ist. Es lässt sich gerade in dem Maße, wie es du vielleicht bräuchtest, nicht ändern. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wirklich damit umzugehen, ist zu sagen, okay, es liegt außerhalb meiner Kontrolle. Was kann ich beeinflussen? Wo kann ich mächtig sein und die Kontrolle wieder zurück zu mir bringen? Zurück zu meinem Inneren. Ein zweiter Energiefresser, der ganz gut dazugehört, ist das ständige Vergleichen. Oh, holy moly, oh Lord, wie oft haben wir das, dass wir uns vergleichen? Ich nehme mich damit ein, sich bewusst zu werden, oh Mann, ich habe mich gerade wieder verglichen. Ich habe gerade wieder meinen Status quo mit dem Status quo eines anderen gleichgesetzt und habe schlechte Laune davon bekommen. Vergleiche führen zu Neid, zu Unsicherheit und zu Unzufriedenheit. Neid selbst jedoch, und dazu habe ich auch schon mal eine Episode gemacht, ist für dich der Hinweis, dass da etwas ist, was du dir sehnlichst wünschst. Spirituell gesehen würde ich sogar hier von Driftwood sprechen, also von Treibholz, von dem Gedanken von Driftwood nach Abraham Hicks. Nämlich, dass das, was ich mir so sehnlichst wünsche, wenn es plötzlich in mein Leben kommt, dass es ein Zeichen ist, dass es bald auch bei mir ankommt. So, das ist so die andere Art, der andere Blickwinkel, mit Neid umzugehen. Wichtig ist mir, dass wenn du Neid spürst, dass du verstehst, dass du diese Sache, die der andere hat, mit dem du dich vergleichst, ob das eine Fähigkeit ist, ob das
irgendetwas ist, was du dir sehnst, was Materielles. Das ist etwas, was in dir nicht erfüllt ist, noch nicht erfüllt ist. Und in dem Moment, wo du es siehst, kannst du sagen, okay, ich bin auf dem Weg. Ich nehme jetzt wieder meine 100%ige Verantwortung und schaue, wie ich da hinkomme. Ich spüre mich, ich verbinde mich mit mir und spüre den Neid durch den Vergleich und komme jetzt wieder zurück darauf, was ich kontrollieren kann. Nämlich Schritte, kleine Mikroschritte zu gehen, um dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Hier für dich als super Tipp, schreib das auf. Wenn du erkennst, dass du jemand anderen bewunderst, toll findest, was der kann oder macht oder hat, schreib es auf, was du an dem anderen schätzt. Was bewunderst du an dem, was er hat oder kann? Und überleg dir, wie kann auch ich das in mein Leben holen? Und statt den anderen dann mit negativen Gedanken so in deinem Kopf, so, oh, was der alles macht und so, und vielleicht zu bewerten, dich zu bedanken, dass dieses Gefühl gerade gekommen ist, weil es dir zeigt, wo du eigentlich hin möchtest. Es zeigt dir, wo dein Leben nicht so läuft, wie du es eigentlich haben möchtest, und ist ein Marker letztendlich dafür, dich wieder ganz neu auszurichten, nämlich dahin, wo du willst. Der dritte Punkt sind negative Menschen. So habe ich es mir jetzt mal aufgeschrieben, beziehungsweise Menschen, die ganz viel jammern und sich beschweren. Das raubt unfassbar Energie. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Also, mit welchen 5 Menschen hast du am meisten zu tun? Wenn ich diese Reflexion kurz mit mir mache, ich nehme da meinen Mann und meine Kinder aus und überlege, wer in meinem Umfeld gehört eben noch dazu. Du bist die Summe aus diesen 5 Menschen. Wenn du umgeben bist, beruflich oder privat, von Menschen, die toujours Energie ziehen, und ich hatte das viele Jahre, dann ist es an der Zeit, loszulassen. Negative Menschen mit ihren negativen Gedanken, mit dem, die sich beschweren, die den Fokus im Außen haben, auf all das, was sie nicht kontrollieren können. Nummer 1, ja, zurück zu dem, was du kontrollieren kannst. Hab den Fokus auf das, was du kontrollieren kannst. Wenn du aber mit Menschen zu tun hast, die negativ denken, die sich beschweren, die über andere schlecht reden, die andere bewerten und verurteilen, ich habe gerade die Hand an meinem Herz, denen muss es wirklich schlecht gehen. Die müssen so sehr leiden. Die sind gar nicht wirklich glücklich. Und ich wünsche mir für diese Menschen, dass sie das loslassen können. Und für dich, wenn du merkst, ich bin eigentlich ganz viel in Kontakt mit diesen Menschen, dann wünsche ich auch dir, dass es dir gelingt, ja, den Blickwinkel für sie vielleicht ein bisschen zu ändern, beziehungsweise dich loszulösen. Denn es ist so wichtig, dass wir vom Problem wegkommen und die Lösung sehen. Dass wir nicht sagen, oh, das ist alles schlimm und einen Fokus auf das Schlimme haben, sondern unsere Wahrnehmung dahin leiten, dass wir sagen, hey, ich bin schöpferisch, kreativ, es gibt für alles Wege und ich werde sie finden. Dieses Jammern raubt unglaublich Energie. Wenn du zum Mülleimer wirst von dem Frust und der Wut anderer, dann löse dich, setze klare Grenzen. Das ist wirklich der Punkt auch für meine Klientinnen, hier die Grenzen zu wahren und zu sagen, hey, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich höre, was du sagst, ich sehe dein Bedürfnis dahinter nach XY oder dir ist dies und jenes wichtig, und gleichzeitig bin ich nicht bereit, hier ständig dein Mülleimer zu sein. Ich höre dich total gern, doch wir können hier vielleicht einfach nichts ändern. Hab Kontrolle auf das, was du kontrollieren kannst. Ich weiß, dass das schwer ist, besonders dann, wenn diese 5 Menschen oder einer der 5 Menschen ein enger Verwandter von dir ist. Und gleichzeitig, falls das der Fall sein sollte, ist es ja die beste Chance, mit diesem engen Verwandten ein ehrliches und offenes Gespräch zu führen. Emotionen stecken an. Also sei dir da auch ganz bewusst, dass wenn jemand oder viele um dich herum viel Frust haben, viel negativ sprechen, viel negativ denken, über andere schlecht hergehen in irgendeiner Form, sich aufregen über Politik und Nachrichten und Wirtschaft und was alles ist, das macht was mit dir. Wir haben Spiegelneuronen, das heißt, wenn jemand lacht, fangen wir auch an zu lachen. Wenn jemand weint, spüren wir das auch. Das ist, als ob wir auch diesen Schmerz haben. Wir nehmen Emotionen ganz tief wahr.
und es kann dich runterziehen. Es kann wie Klett an dir kleben, dieser negative Energiefluss, den du dann mit Werkzeugen wirklich aktiv wegspülen darfst. In Verbundensein begleite ich meine Frauen bei solchen Sachen. Da gehen wir auch das Thema Grenzen an. Das ist einer der wichtigen Themen, die wir da haben in meinem 7-Schritte-Plan, wo es eben auch dann um die Abgrenzung geht. Ich mag dir hier das einfach nur mal mitgeben, zu überlegen, wer sind die 5 Menschen in deinem Leben und wo kannst du dich hier vielleicht besser abgrenzen. Nummer 4, der Energiefresser schlechthin, ist zum Thema Gedanken Selbstkritik. Selbstkritik und Perfektionismus. Auch hier verlinke ich dir in den Shownotes meine Episode zum Thema Perfektionismus dazu. Diese Idee von, ich warte, bis es perfekt ist. Ich komme erst in irgendeinen Kurs oder ich mache erst das Coaching, wenn. Das sind alles so alte Glaubenssätze und gerade Perfektionismus gehört zu dem Thema, den so viele Frauen haben. Und ich nehme mich da sowas von mit ein. Es ist ein ganz großes Üben, diesen Perfektionismus loszulassen. Es hat ganz viel mit Vermeidung zu tun, mit Prokrastination, mit Angst vor Kritik, die dich letztendlich lähmt. Ich finde es hier in Amerika total spannend. Die Leute gehen einfach los und machen. Und diese Machermentalität ist wirklich das Beste, was du tun und neu denken darfst, wenn du merkst, du tendierst zum Perfektionismus. Loslassen vom Perfektionismus und einfach erstmal machen. Im Nachgang kannst du noch viel korrigieren, aber solange wir nicht losgehen, passiert immer gar nichts. Also hier die Erwartungen an dich zurückschrauben. Das macht dich nur saumüde, es führt zur Erschöpfung, es führt zur Depression, weil du unglücklich bist und nicht vorankommst. Hin zu, ich erlaube mir, unperfekt zu sein. Imperfection ist da das Zauberwort. Also einfach machen. Ein weiterer Energiefresser im wahrsten Sinne des Wortes ist es, wenn wir in der Komfortzone bleiben. Jetzt denkst du dir, wenn wir doch in der Komfortzone bleiben, dann verbrauche ich nicht so viel Energie. Da hast du vollkommen recht. Unser Gehirn mag das nämlich gar nicht, wenn wir was Neues machen. Unser Gehirn und unsere Biologie möchte, dass wir, solange es geht, einfach immer die gleichen Routinen machen, nichts verändern, auf gar keinen Fall irgendwas Neues lernen, weil dann würde ja unser Gehirn am wenigsten Energie verbrauchen und dann können wir am längsten leben. Doch wenn du Dinge tust in deiner Gewohnheit, die dir eigentlich keine Freude machen, die dir Energie ziehen, die dich nicht glücklich machen, dann bleibst du zwar in deiner Komfortzone, aber nicht zu deinem Vorteil. Wachstum erfordert, dass wir jedes Mal, wenn es möglich ist, unsere Komfortzone verlassen und etwas tun, was neu ist. Unser Gehirn liebt auch Herausforderungen. Es will auch wachsen. Es sucht faktisch die ganze Zeit nach Dingen, was es tun kann, um zu arbeiten. Deswegen ist das Beste, was du machen kannst, um jung zu bleiben, wenn du dich täglich einer kleinen Herausforderung stellst. Wenn du dich überwindest, eine Sache zu tun, die ein bisschen mehr Anstrengung fordert, als das, was du sonst gewohnt bist. Finde daher ein Ziel. Was möchtest du erreichen und wie kannst du es umsetzen? Ich habe es schon gesagt, ich sage es hier an der Stelle nochmal, weil in Verbundensein ist es genau das, dass ich dich dabei begleite. Doch wenn du dir jeden Tag eben ein Ziel setzt und weißt, okay, da will ich hin und wie jetzt gerade aktuell in der Community, da machen wir eine Challenge, eine 40-Tage-Challenge rund um die Fastenzeit. Da hat sich jede Mama eine Sache vorgenommen, die sie verändern möchte, um eine neue Routine und eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und genau das, dieses Dranbleiben, die Disziplin zu entwickeln, beziehungsweise aus sich heraus wieder aufblühen zu lassen, weil die hast du ja schon. Und jeden Tag ein bisschen die Komfortzone zu sprengen, führt am Ende dazu, dass du eben ein neues Ich bist, dass du jemand bist, der sowas kann, der durchgehalten hat, der ein Stück mehr etwas getan hat, was ihn glücklich macht und Energie gibt und Freude macht. Deswegen ist es so wichtig, dass du nicht in deiner Komfortzone bleibst, sondern immer wieder neue kleine Herausforderungen suchst. Eines meiner Lieblingsenergiefresser ist im Übrigen auch so zum Thema Jammern, das Thema in der Vergangenheit bleiben. Also Fehler
Ereignisse, Gedanken an früher immer wieder hervorzubringen und neu zu kauen und mit dem Bewusstsein, das war früher so, deswegen wird es zukünftig auch nichts werden, einfach schön in der Komfortzone zu bleiben und nichts zu tun. Sich darüber zu ärgern, dass die Dinge sich verändern und immer wieder nach hinten zu gucken in die Vergangenheit. Das zieht Energie, das zieht anderen Energie, das kann auch dir Energie ziehen, wenn du immer nur nach hinten blickst und sagst, früher war alles besser. Dann bist du nämlich nicht mehr in deiner schöpferischen Kraft, dann schaust du nicht mehr nach vorne, dann geht dein Blick immer in dein früheres Ich, in deine früheren Erfahrungen, du vergleichst, im Prinzip passiert es, dass du dich von einem Energiefresser in den nächsten begibst und am Ende des Tages wirklich nicht zufrieden sein kannst. Der Blick darf deswegen immer nach vorne gehen. Es geht auch nur nach vorne. Wenn du überhaupt einen Blick machen möchtest, dann nur nach vorne. Das Beste ist, wenn du im Hier und Jetzt bleibst und den Moment genießt und gar nichts brauchst, sondern einfach nur bist. Weil wir aber Menschen sind und natürlich dieses unfassbare Gehirn in uns drin haben und so viel Wissen und Möglichkeiten, können wir nach vorne kreieren. Wir können gestalten, wir können uns das Leben so, schöpferisch machen, wie wir uns das vorstellen. Es lohnt sich, die Vergangenheit loszulassen, ad acta zu legen und jeden Tag neu zu beginnen. Energiefresser Nummer 7 ist Social Media. Auch hierzu habe ich für dich schon 2 Podcast-Episoden gemacht, die ich dir verlinke. Unter anderem, was mir sehr am Herzen liegt, das Thema Detox, also Social Media Detox. In Verbundensein werde ich da eine Challenge mit meinen Frauen machen, um einfach weniger am Handy zu hängen und sich dann von schönen und beeindruckenden Instagram-Bildern leiten zu lassen, in den Vergleich zu rutschen und so weiter. Wir werden hier eine super schöne Challenge machen, um dieses Thema Energiefresser Social Media ein bisschen zu reduzieren. Wir haben uns mit dem Laufe der letzten 20 Jahren mit diesen unfassbaren Geräten, die so tolle Werkzeuge sind, auch so konditionieren lassen. Dieser ständige Input, es gibt so viel Information, wir könnten so viel lernen und wissen und überfordern uns damit einfach maximal und sind dabei auch wieder im Außen. Wir sind wieder nicht bei uns. Bleib bei dir, bei dem, wo du hin willst, bei deinen Zielen und geh die Schritte Schritt für Schritt. Wie sehr kenne ich das, abends noch zu sitzen und am Handy irgendwas zu scrollen. Es ist nichtsdestotrotz ein unglaublicher Energiefresser. Es ist ein Energiefresser, Freunden Nachrichten zu schreiben, statt sie anzurufen. Es ist ein Energiefresser, irgendwelche kurzen Videos anzuschauen, die eigentlich dich nicht glücklicher machen. Und hier geht es für mich auch wieder zum Thema Verbindung zu sich. Verbundensein hat genau den Zweck, nämlich, dass du zu dir zurückkommst, dass du spürst, tut mir das eigentlich gut? Was macht es mit mir, wenn ich da sitze und in Social Media scroll, negative Nachrichten konsumiere und wieder höre, wie irgendjemand eine Meinung über jemand anderes hat? Was macht es mit mir? Das Thema Emotionen übertragen sich, wird auch hier wieder relevant. Also du siehst, wir können uns quasi nähren von Energiefressern, aber das ist ja nicht der Weg. Der Weg ist, dass wir eben nicht Doomscrolling machen, sondern diese Zeit, die wir da verlieren, nutzen für etwas, was produktiv ist für uns, was uns Energie gibt, was uns fröhlich macht, was uns stärkt. Und es ist manchmal einfach nur der Spaziergang, eine Umarmung von deinem Kind, ein Buch, das du schon lange lesen willst, oder du fängst an, wieder Klavier zu spielen oder entscheidest, einmal die Woche zum Singen zu gehen. All das sind Sachen, die meine Frauen in Verbundensein machen, die werden aktiv und sagen, hey ja, zurück zu mir. Was tut mir gut? Und da lege ich meinen Fokus drauf. Damit einher geht natürlich auch der Energiefresser, das Thema Grenzen, was ich schon angesprochen habe, nämlich das Nicht-Nein sagen können. Es ist so wichtig, sich abzugrenzen, so wichtig zu sagen, halt, stopp, ich mache das nicht. Mir ist es wichtig, andere Dinge zu tun. Ich möchte nicht mehr vollgejammert werden. Ich lasse es nicht mehr zu. Ich erlaube es sogar nicht mehr. Ich erlaube es in meinem Leben nicht mehr, von Menschen umgeben zu sein, die andere abwerten oder nur noch jammern. Ich erlaube es nicht mehr, dass ich 30 Minuten, 2 Stunden meines Tages mit Social Media Scrolling verplempere, weil es meine Lebenszeit ist. Weil ich 100%ig in der Verantwortung bin für mein Leben und darüber, wie ich es gestalte. Ich bin verantwortlich für die Gefühle in mir. Ich will deswegen, wenn ich Nachrichten lese, nur noch gute Nachrichten lesen.
Ich will inspiriert werden. Ich verbinde mich mit neuen Menschen. Ich kaufe mir eine Zeitschrift, die die Träume in mir lebendig werden lässt, die mir Lösungen gibt. Ich verbinde mich mit Menschen, die positiv sind. Also ein klares Nein auszusprechen und wirklich die Grenzen zu wahren, ist essentiell, um sich von all den Energiefressern eben lösen zu können. Ein logischer, auf der Hand liegender letzter Energiefresser ist der, dass du nur noch funktionierst und ausbrennst. Wenn du zu allem nämlich Ja sagst, dann ist kein Raum mehr für dich, dann ist kein Raum mehr für Verbundenheit, dann kannst du gar nicht deine innere Stimme hören, die ganz sehnsüchtig was ganz anderes für dein Leben vorhat. Fehlende Pausen, mangelnde Selbstfürsorge, weil du deine Energie, deine Qualität der Energie und der Zweck deiner Energie in Dinge reingeht, die dich nicht stärken, glücklich machen, Freude geben, erfüllen und gesund erhalten. Ich hoffe, dass du einige dieser Energiefresser erkannt hast. Das ist der Sinn und Zweck von dieser Episode. Ich möchte, dass du es erkennst, dass du es ins Bewusstsein bekommst und spürst, in dir spürst, wo diese Energiefresser bei dir relevant sind, präsent sind und dich auf den Weg machst, sie loszulassen und neue Wege zu gehen. Wenn du Lust hast, dann komm an dieser Stelle natürlich gerne auf die Warteliste von Verbundensein, denn hier bist du umgeben von Frauen, die nicht jammern und negativ sind, sondern die aktiv ihr Leben gestalten wollen, die ein dynamisches Leben leben möchten, sich verbinden auf Herzensebene. Das ist so unfassbar, während ich das gerade sage, bekomme ich Gänsehaut und ein klares Ziel haben, wo sie hinwollen. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist und wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.